Heute werfen wir einen Blick auf einige Fahrzeuge des späteren Airport Knuffing. Seit über einem Jahr werden sie schon gefertigt. Jens ist einer der Hauptkonstrukteure der vielen Schätze, die sich in diesem Schrank befinden, und erläutert uns ihre Bauweise. Ich habe heute das Vergnügen, mal ein paar von den Autos vorzustellen, die ich in den letzten 1,5 Jahren hier so gebaut habe. Das sind Fahrzeuge für das Flughafenvorfeld, für den Flughafenabschnitt. Das sind zumeist Spezialfahrzeuge, von denen wir halt aus Großserie höchstens ein paar Teile benutzen können, wo wir das ganze Fahrzeug selbst entwickeln müssen. Einige dieser Autos werden später auf der Anlage fahren. Das heißt, da wird der Axel noch K-Systemtechnik einbauen. Wieder andere stehen nur so rum und wieder andere werden beleuchtet und dann auf Dioramen eingesetzt im Flughafenbereich. Und von dieser Auswahl werde ich euch mal ein paar vorstellen gleich. Ja, ich habe schon mal 3 rausgesucht. Ich fange mal an mit dem Flugzeugschlepper hier. Das ist ein Goldhofer AST3. Ein Flugzeugschlepper, der für den Pushback-Vorgang keine Stange braucht. Der fährt unter das Bugrad des Flugzeugs, nimmt es auf und schiebt es zurück. Beim Bauen des Modells war besonders, dass wir hierfür leider überhaupt keine Großserienteile nehmen konnten, sondern dass hier alle Teile selbst gezeichnet und gefertigt werden mussten. Aber ich finde, ist ganz ordentlich geworden. Die anderen beiden Fahrzeuge hier sind für Fracht und Gepäck. Das ist ein Gepäckförderbandwagen. Den kann man auf verschiedene Längen ausziehen und Höhen, damit er das Gepäck an alle möglichen Flugzeugtypen fördern kann. Und hier haben wir einen Main Deck Loader. Da werden größere Container ins Flugzeug geliefert. Den kann man hier so ausziehen. Diese Stufe wird fest ans Flugzeug rangefahren. Den haben wir hier auch ausziehbar gemacht, damit man ihn an jede Größe anpassen kann. In der entsprechenden, wenn er fertig angebracht ist, wird er dann festgeklebt. Und hoppala. Und mit dem hinteren Teil wird er die Container, die man hier dann drauf fährt, immer auf das Niveau von der vorderen Stufe, und dann rollen die quasi über dieses Band in den Rumpf vom Flugzeug. Ja, wenn man das so sieht, das ist halt alles ziemlicher Kleinkram. Das sind Materialstärken teilweise von 0,5 mm. Es ist eine ziemliche Frickelei, das so zusammenzukriegen, dass sich das bewegt. Durch die hohe Materialbelastung des Polystyrols werden hieraus keine Knopfdruckaktionen konstruiert, sondern Höhe und Position später festgesetzt. Aber es gibt noch viel mehr Fahrzeuge zu entdecken. Fangen wir mal an mit dem, den man hier an allen Orten auf dem Flughafen später sehen wird. Das ist ein kleiner Mehrzweckschlepper, der schleppt alles mögliche, Treppen, Anhänger, noch mehr Anhänger, andere Anhänger und diverse Anhänger. Auch hier, doch hier konnte ich die Räder nehmen. Ansonsten musste man alles selbst machen. Es gibt kein ähnliches Auto oder irgendeins, das man mit wenigen Umbauten dahin kriegt. Alles selbst machen. Hier haben wir die kleine Treppe, zusätzlich zu der großen überdachten, die ist ja auch schon vorgestellt worden. Diese kleine Treppe ist nicht selbstfahrend, die wird zum Flugzeug gezogen mittels Schlepper. Die Treppe ist auch wieder so ausgelegt, dass sie an jeden Flugzeugtyp passt. Von 737 ganz klein eingefahren bis an den Jumbo, ganz ausgefahren. Dann haben wir hier noch einen Lower Deck Loader, der macht das im Prinzip das gleiche wie der Main Deck Loader, nur halt mit kleineren Containern und weiter runter, braucht deswegen auch nicht so ein riesen Fahrzeug zu sein. Auch hier laufen die Container dann übers Band und verschwinden im Rumpf des Flugzeugs. Das sind die eben schon erwähnten Anhänger. Das sind etwas kleinere für zum Beispiel hier diese AKH-Container. Davon werden wir später am Flughafen ungefähr 300 haben, von den Anhängern, von den AKHs noch mehr. Dann haben wir hier noch größere Frachtanhänger. Die sind für die ganz großen Frachtstücke im Cargo-Bereich. Kann man auch wahlweise hintereinander hängen. Und auch die können geschleppt werden von diesem kleinen, lustigen Mehrzweckschlepper. Ich werde oft gefragt, wie lange ich für so ein Auto brauche. Das ist natürlich unterschiedlich. Für so einen kleinen Anhänger braucht man jetzt nicht so lange zu zeichnen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass davon 300 Stück oder 600 Stück gefertigt werden, dann kommen wir bei einer Fertigungszeit pro Stück von ungefähr einer Dreiviertelstunde raus. Anders sieht das natürlich bei so einem Main Deck Loader aus. Da zeichnet man alleine schon 2 Tage dran. Dann hat er Material in vielen verschiedenen Stärken. Das Teil fertigen dauert länger und das Zusammenbauen dauert natürlich auch nochmal. Wenn man das auf Stück umrechnet, dann sind das wohl doch eher so 5 bis 6 Stunden, die ein Exemplar in Anspruch nehmen.
Einige Fahrzeughersteller haben Bauzeichnungen und Skizzen zur Verfügung gestellt. Größtenteils wurde aber anhand von Fotos erarbeitet. Hier sind verschiedene Fahrzeuge, die später einmal mit der K-System-Elektronik ausgestattet werden. Links haben wir die Catering-Fahrzeuge. Da muss ich ehrlich dazu sagen, der ganz große, den habe ich nicht gebaut. Den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma FFG. Die Catering-Fahrzeuge werden später auch fahren. Die macht Axel dann fahrbar für das K-System, ebenso wie die Gepäckförderbandwagen, den großen Pushback-Traktor, der mit Stangen die Flugzeuge zurückdrückt, die Verkehrsaufsicht, Follow-Me-Fahrzeuge, Rettungswagen. Dann geht es zur Flughafenfeuerwehr, die ist noch nicht ganz fertig. Und auch von dem Innenreinigungswagen wird später ein Exemplar fahren. Das wird ein bisschen anders aussehen als das. Ein gigantischer Arbeitsaufwand, der sich nach Fertigstellung in über 1000 Fahrzeugen und Anhängern im Abschnitt Airport-Knuffing widerspiegeln wird.